Na, wie viele Apps nutzt du? Und für wie viele davon bezahlst du auch wirklich was? Wir haben uns vorletzte Woche angesehen, dass ich grob 500 € für Abos im Monat ausgebe. Eine Summe, die natürlich unverhältnismäßig hoch ist, weil ich mich habe manipulieren lassen. Aber ich bin die Ausnahme. Die meisten Menschen, unter euch auch viele Kommentatoren, nutzen kostenlose Apps, so gut das natürlich geht. Und die Top-Apps des gesamten Play Stores sind allesamt gratis. Social Media wie TikTok und Instagram, Messenger wie WhatsApp und Telegram. Und ganz kurz bevor ihr denkt, es geht um Werbung. Nein, es geht nicht um Werbung. Nicht nur zumindest. Und auch nicht nur um Datenklau. Sondern es geht heute um eine komplett kaputte Industrie, die halt am Ende leider das ganze Internet kontrolliert. Denn es gibt nicht nur 3 Geschäftsmodelle, es gibt eigentlich 4. Bezahlen, Werbung, Daten verkaufen und der Good Guy sein. Und das letzte macht mir am allermeisten Angst. Und ja, das ist sowas wie Teil 2 zu vorletzter Woche, aber ihr müsst es nicht vorher gesehen haben. Ihr könnt natürlich. Okay, ich hatte vor kurzem eine spannende App-Idee. Das habe ich tatsächlich häufiger mal, immerhin bin ich ja schlau, ne? Meistens sind die aber Shit. Aber die hier war besonders Shit und ich will sie euch vorstellen. Ihr wisst, ich habe eine Lernplattform gegründet, wo ihr Informatik lernen könnt. Zig Kurse und Quizzes und so weiter, die ihr alle gratis nutzen könnt. Und genau dafür wollte ich nun eine mobile Lerntagebuch-App entwickeln. Das kann beim Lernen natürlich krass motivieren. Der Clou? Ich persönlich hasse es einfach, Tagebücher zu schreiben. Also chattet man stattdessen einmal am Tag mit einer KI. Man spricht wirklich mit ihr, wie bei ChatGPT. Daraus schreibt die KI einen Eintrag und gibt euch dann Smileys, wie euer Tag lief. Und diese Einträge kann man dann einfach in einem Kalender zurückverfolgen. Das ist an sich eine sehr simple App, aber es zeigt einem den Fortschritt, den man hat. Das Problem? Ich habe die Kosten ausgerechnet, denn die KI kommt natürlich nicht von uns, das würde uns Millionen kosten, sondern ich würde das einfach wirklich an ChatGPT anbinden. 5 Minuten mit der KI zu chatten, per Sprache, würde uns circa 10 Cent kosten. Dann kostet uns das Ganze pro Nutzer pro Monat 3 €. Ups. Für diese absolut billige App müsste ich also 3 € Abogebühren von euch verlangen. Und dann ist die Entwicklung von mir noch nicht mal mit eingerechnet. Hand aufs Herz, nicht mal ich selbst würde für so einen Bums 3 € im Monat bezahlen. Ich kann euch sogar zeigen, wie ihr das Ganze komplett kostenlos machen könnt. Einmal mitmachen bitte, liebe Klasse. Öffnet eure ChatGPT-App, egal ob kostenlos oder nicht. Drückt dann auf den Anruf-Button und sagt, du bist mein Lerntagebuchautor, lass uns über meinen Lerntag sprechen. Wenn wir am Ende angekommen sind, erstellst du einen Tagebucheintrag für mich, der meine Leistung zusammenfasst. In unserem Gespräch stellst du mir dynamisch Rückfragen. Los geht's. Fertig. Das alles. Das klingt nach einem spannenden Plan. Erzähl mir, womit du heute angefangen hast und wie es gelaufen ist. Übrigens, wenn du ein paar meiner Ideen mitbekommen möchtest, ich habe seit kurzem einen echten Newsletter. Und ja, der ist tatsächlich kostenlos, zumindest für euch, obwohl ich natürlich was dafür bezahlen muss. Für mich ist das aber eine Möglichkeit, euch an meinen Projekten und Videos teilhaben zu lassen, ohne auf diesen YouTube-Algorithmus angewiesen zu sein. Als Bonus habe ich dort auch immer News drin, die ihr sonst nicht von mir bekommt. Wichtige neue Erkenntnisse und sogar Tipps für die Nutzung von KI, Security-Tipps und noch so viel mehr. Ich verspreche, nicht zu spammen. Aktuell kommt der Newsletter einmal pro Woche. Ich würde mich also riesig freuen, wenn du dich dort auch gratis einträgst. Das ist eine Art Win-Win-Situation. Ich bezahle dafür, aber darf dir algorithmenunabhängig über alles Bescheid geben. Link ist natürlich in der Beschreibung. Okay, aber wie kann all das bei ChatGPT kostenlos sein? Was haben die davon und wie kann Instagram, YouTube und all das auch kostenlos sein? Klar, wir wissen, dass es bei denen um Werbung geht. Und Instagram hat natürlich auch gerade sein Abo neu hinzugefügt für 13 € im Monat. Aber was ist zum Beispiel mit Discord? Discord, für alle, die noch mehr hinter einem Stein leben als ich oder vielleicht private Hobbys haben, ist ein Instant Messenger wie WhatsApp, ein Forum wie Reddit oder Slack. Es ist gleichzeitig aber auch ein Meeting-Client wie Zoom. Und man kann sogar Livestreams dort veranstalten, wie bei Twitch. Und dazu integriert es sich richtig sinnvoll in sau viele Games. Es ist eine Art All-in-One-Lösung, die tatsächlich kaum Wünsche offen lässt. Es hat Teamspeak quasi vollständig vom Markt entfernt. Ich könnte damit aber auch wahnsinnig viele teure Business-Lösungen, wie zum Beispiel Microsoft Teams, komplett ersetzen. Und es ist vollkommen kostenlos. Jeder kann Server erstellen. Man muss nicht mal wirklich viele Daten angeben. Und es ist Discord völlig egal, wie groß deine Community ist. Nachrichten werden nicht wie bei Slack gelöscht. Meetings sind fast unbegrenzt.
Und ich werde nicht mal mit unserem Server zur Kasse gebeten, der weit über 10.000 Mitglieder hat. Werbung gibt's auch keine. Oder zumindest gab es das sehr, sehr lange nicht. Wie kann sowas sein? Discord wurde 2015 gegründet und finanziert sich seit 2016 fast komplett mit ihrem Nitro-Abo. Aha! Aha! Also doch ein Abo. Außerdem sagt mir die Recherche darüber, wie sie mit Daten umgehen, dass bald ein Discord Exposed von mir kommt, wenn ihr Interesse natürlich habt. Ich werde auf Instagram eine Abstimmung machen, also schaut da gerne auch vorbei. Aber schaut man sich die Zahlen von Discord an, sind es 150 Millionen aktive Nutzer bei einem Umsatz von 428 Millionen $. Ein Nutzer zahlt also grob $3 pro Jahr im Schnitt. Dafür werden am Tag im Schnitt 27 Minuten im Voice verbracht, also 9700 Minuten pro Jahr pro Nutzer. Und jeder Nutzer sendet im Schnitt gleich viele Nachrichten, also auch 9700 pro Jahr. Da hängen natürlich auch ordentlich Serverkosten dann dran. Die Entwicklung noch nicht mal mit eingerechnet. Einnahmen haben sie von etwa 428 Millionen $. Ihr tatsächlicher Gewinn nach allen Ausgaben und der Entwicklung ist also vermutlich recht gering, wenn überhaupt existent. Genaue Zahlen gibt es da leider nicht. Das Spannende dabei ist allerdings Discords Wert, falls mal wieder Microsoft irgendwas kaufen will. Denn der wird geschätzt auf 14,7 Milliarden $. Und als Microsoft Discord für über 10 Milliarden kaufen wollte, haben die abgelehnt. Fast 15 Milliarden für eine Firma, die nicht mal Gewinn macht. Say what? Dann ist ja die Bootstrap Academy auch schon Milliarden wert. Wir machen nämlich auch keinen Gewinn. Yay! Naja, das geht, weil sie aber fast 1 Milliarde in Funding erhalten haben von den verschiedensten Investoren, von Sony bis hin zu Tencent. Tatsächlich haben sie mehr Funding als überhaupt Bezahlung durch ihre User erhalten. Und dabei ist die Idee dann relativ einfach. Mehr Investoren heißt mehr Geld, heißt bessere Features, die man entwickeln kann, heißt wiederum mehr Nutzer und das wiederum heißt mehr Investoren. Das Ziel ist irgendwann, den Markt so sehr zu dominieren, dass alle, die eine ernsthafte Konkurrenz sind, wie zum Beispiel Teamspeak, Rest in Peace, wahrgenommen werden, als wären sie aus dem vorletzten Jahrhundert. Oder sie werden einfach wirklich aufgekauft. Man wird also wortwörtlich too big to fail. Und während der gesamten Zeit sammelt man natürlich Chatnachrichten, eventuell sogar Sprachchats und anschließend, wenn die Investoren dann langsam mal Profit sehen wollen, verkauft oder monetarisiert man die Userbase. Davor chillt man sein Gehalt mit Investoren-Money. Und genau das geschieht bei sehr vielen Plattformen. Discord hat mit Sicherheit einige Interessenten für den Kauf. Hätten sie aber von Anfang an gnadenlos Werbung geschalten, so wie das viele Plattformen tun, dann wäre die Nutzerbasis ja gar nicht so stark gewachsen und die Angebote von den Investoren wären demnach nicht so gut gewesen. Dieses Free-to-Use-Modell mit Nitro als Kaufoption hat also die Nutzerzahlen gewaltig erhöht, weil man Nitro nicht mal unbedingt gebraucht hat. Die Idee, die Top-Plattform für all das mit den meisten wirklich guten Features und den wenigsten nervigen Problemen sein zu wollen, wie zum Beispiel verpflichtende Abos oder Werbung, das ist natürlich charmant für uns User. Aber für die Geldgeber ist das nur so lange sinnvoll, wie die Plattform wächst. Und tut sie das nicht mehr, dann passiert das, was mit den ganzen anderen Plattformen geschehen ist. Die Abos kommen und werden immer wichtiger, die Daten gehen und Werbung wird natürlich dann auch immer mehr integriert. Und da gab es einen spannenden Fall, den ihr wahrscheinlich auch mitbekommen habt. Twitter wurde von Elon Musk gekauft. Klar, kurz zusammengefasst, eine Plattform mit 260 Millionen Nutzern wurde für 44 Milliarden $ gekauft. Das sind ganz grob $169 pro Nutzer, die Elon Musk bezahlt hat. Ich bin ehrlich, im Darknet wäre das Ganze wahrscheinlich billiger gewesen. Aber hier wird's spannend. Twitter nachzubauen, von der UI, von dem Server und so weiter, ist kein Aufwand. Meta hat Threads in wenigen Monaten aus dem Boden gestampft. Der eigentliche Kampf ist der Aufbau einer großen Userbase, die viele Daten freiwillig über Jahre dalässt. Hat man nämlich E-Mails, Telefonnummern und Namen und eventuell sogar noch Adressen und dann sogar noch die Daten für die Interessen, also welche Shitposts ihr mit mehr Herzen versehen habt, als eure Mutter zum Muttertag bekommt, und was man wie kommentiert, dann hat man einen extrem mächtigen Datenpool. Dazu kommt
Die Nutzer sind an diese Plattform gewöhnt und haben sich dort häuslich eingelebt. Vielleicht sogar, wie in meinem Fall, beruflich eingelebt. Wird die Plattform dann verkauft, das zeigt uns Twitter, ändert sich herzlich wenig am Verhalten der allermeisten Benutzer. Und das, obwohl man wirklich alles, und ich meine alles, falsch gemacht hat bei Twitter, was man hätte falsch machen können, sind denen nur gerade mal 3,5% der Benutzer verloren gegangen. Und das, obwohl sogar ein Abo eingeführt wurde. 80% der Belegschaft sind nicht mehr da und der Datenschutz, naja, sagen wir so, eine Zusammenarbeit mit Behörden gibt's bei Twitter quasi nicht mehr. Das weiß ich aus internen Quellen. Kurz gesagt, ist man eine mäßig freundliche Plattform, die fast keinen Gewinn macht, kann man, wenn man dann wirklich den Markt dominiert, sich fast alles erlauben und seine übrigen Nutzer dann erstmal komplett nackig machen und komplett ausnehmen auch. Und die dürfen dann auch für die ganze Zeit davor bezahlen, wo die Plattform noch kein Geld eingenommen hat und nur von Investoren-Money gelebt hat. Und Reddit ist da sogar nochmal ein ganz besonderer Fall für sich. Reddit ist gerade erst an die Börse gegangen. Der CEO meinte dazu, dass die Nutzer eine Art Besitz für ihre Subreddits verspüren und sie diesen Besitz nun auch wirklich fühlen können. So funktioniert zwar Börse nicht, als ich das letzte Mal nachgeschaut habe, Self-Hosting wäre aber vermutlich zu kompliziert für die meisten. Aber klar, man kann natürlich auch die User die Plattform kaufen lassen. Das Problem auch hier, Reddit war bisher nie profitabel, trotz einiger Arten, wie die Plattform Geld verdient. Es gibt Werbung, es gibt Sponsored Posts, es gibt sogar ein Reddit Premium Abo und sogar noch Reddit Coins, mit denen man anderen Nutzern Awards verleihen kann. Und sie spielen natürlich auch mit NFTs rum. Aber ich glaube, das klappt nur bedingt. Dennoch waren sie all die Jahre nicht profitabel. Im Jahr 2023 ist Reddits Gewinn um satte 20% angestiegen. Mit 800 Millionen Dollar Umsatz übrigens sind das etwa 300 Millionen mehr als das, was Discord macht. Und trotzdem hat Reddit wohl 69 Millionen Dollar Verlust gemacht. Nice. Tja, und deshalb muss nun, wo Reddit an die Börse ist, anders und besser monetarisiert werden. Deshalb werden jetzt die User monetarisiert. So wurde laut Reuters ein Deal mit Google ausgehandelt, dass Google 60 Millionen im Jahr an Reddit bezahlen muss, um Reddits Content für KI-Training zu verwenden. Das reicht dann zwar nicht ganz, aber hey, bis dato war Reddit aber noch in keinem einzigen Jahr profitabel. Auch Reddit konnte sich aber eine treue Nutzerbasis aufbauen, weil sie 1,3 Milliarden Dollar erhalten haben durch Investoren. Was heißt das jetzt also für uns? Im Grunde ist durch dieses Verhalten die gesamte Branche der Softwareindustrie ein bisschen kaputt. Als Nutzer erwarte ich mittlerweile, dass Software gratis ist. Ein kleines bisschen Werbung, das ist okay, aber Abos, weg mit dem Schmutz. Außer natürlich, es geht ums Business und man arbeitet mit der Software. Dann kann man es ja aber von der Steuer absetzen. Also muss sich der Softwarehersteller dann anderen Mitteln bedienen, um Nutzer zu erlangen. Sie nehmen in Kauf, fette Verluste zu machen, die deine Mutter stolz machen würden. Und für die Softwareentwicklung selbst darf schon gar kein Geld mehr verlangt werden. Aber selbst um die Server oder das Team an Moderatoren zu beschäftigen, wird meist kein Geld mehr verlangt heutzutage. Surprise, die Mods sind aus Afrika und kosten 1 Euro die Stunde. Das Geld kommt dann durch die Investoren, wie bei Reddit oder Discord, oder durch die Elterngesellschaft, wie natürlich bei Google für YouTube oder Meta für Threads. Mit gratis erarbeitet man sich dann die User wie dich und natürlich mich auf diesen Plattformen. Hat man sich dann in ihren Alltag an 69 Stellen festgesaugt, kommt plötzlich das Surprise Pikachu Face, wenn dann doch mal Geld gemacht werden soll. Manchmal wird die Firma verkauft und das heißt, all die Nachrichten, die Likes, die Profilinformationen können einfach mitverkauft werden. Das, was im Darknet eigentlich illegal ist, ist plötzlich legal, wenn es eine GmbH macht. Huch! Und dann wird gnadenlos monetarisiert. Zu Abos sind natürlich immer noch die wenigsten bereit, dennoch gibt's die dann meist. Meist werden dann aber die Daten auch verkauft und Werbung geballert, solange es die meisten User noch ertragen. Und meist darf der einfach Werbung schalten, der am meisten bezahlt. Egal für was.
Und das ist ja auch nur logisch, denn die Entwickler, die Moderatoren, die Server, die Räume und jetzt sogar noch zusätzlich obendrauf die Investoren, das muss alles bezahlt werden. Aber wir Nutzer haben den Bezug zu Software verloren und dem Aufwand, der dahinter steckt. Selbst wir, die Software entwickeln, erwarten, dass unsere Kollegen die Software gratis entwickeln. Und deshalb habe ich mich dagegen entschieden, diese Tagebuch-App selber zu entwickeln. Nutze es einfach selbst bei ChatGPT auf eigene Gefahr. Aber warum sollte uns das eigentlich interessieren? Ist doch egal, sollen die Unternehmen halt einfach machen. Wir wechseln dann ja einfach, wenn es eben zu viel Werbung ist, right? Naja, nicht ganz. Denn letztendlich bezahlen wir alle einen Preis dafür. Zum einen mit unseren Daten, die ja davor schon gesammelt werden, analysiert werden und einfach mitverkauft werden an Werbetreibende, an andere Unternehmen und manchmal sogar an politische Organisationen. Wie gesagt, Ex-Post-Abstimmung kommt dann auf Instagram. Wir verlieren einfach die Kontrolle darüber, wer was über uns weiß und wie diese Informationen genutzt werden. Zum anderen beeinflussen diese scheinbar kostenlosen Angebote aber auch unsere Erwartungen und unser Verhalten. Wir gewöhnen uns daran, dass alles umsonst sein muss. Aber irgendwer muss die Rechnung zahlen. Entweder durch Werbung, die immer aufdringlicher wird und immer nerviger wird, oder eben durch Abos und Bezahlschranken, die plötzlich einfach aus dem Nichts auftauchen und uns von einem Tag auf den anderen vor die Wahl stellen. Zahlen oder den Dienst nicht mehr benutzen, den du seit Jahren benutzt. Aber was mich extrem stört in letzter Zeit, wir schaden damit eben auch der Vielfalt und der Innovation im Netz. Denn welcher kleine Entwickler, welches Startup kann es sich leisten, seine Dienste dauerhaft kostenlos anzubieten und Millionen selbst erstmal zu investieren, bevor die Dienste mal in der Nähe von gut genug sind? Die Großen wie Google, Apple, Meta und Co. haben natürlich genug Geld, um sich das alles zu erlauben und uns so an ihre Plattform zu binden. Aber neue spannende Ideen haben es sehr schwer, gegen diese Übermacht anzukommen. Und das trifft mich persönlich nicht das erste Mal. Also es geht uns sehr wohl alle was an, wenn wir einfach mit unseren Daten rumjieten, wie wir können. Wir müssen uns einfach bewusst machen, dass auch im Internet nichts wirklich umsonst ist und dass es eben Alternativen gibt. Dienste, die von Anfang an transparent mit Kosten und Daten umgehen. Klar, vielleicht müssen wir dann erstmal ein bisschen umdenken, aber es lohnt sich für unsere Privatsphäre, für unsere Selbstbestimmung und ein faires, vielfältiges Netz. So, Rant Ende. Bis nächste Woche im Cyberspace.